Grazie, Mendel. Ja. Ihr seid langsam ein eingespieltes Team hier, ihr beiden, oder? Ja, läuft so langsam. Genial. Der Verbrauch an Übelkeitskaugummi hat ein bisschen zugenommen bei meiner Mannschaft. Oh, hallo, guten Abend. Die bringen dir gleich wieder zurück. Es ist alles wie so ein Tiny House. Die Planung ist, das ist die Sitzbank eigentlich. Hallo und willkommen aus einem der schönsten Segelreviere der Welt. Wir sind unterwegs von Sardinien nach Korsika, von Italien nach Frankreich, wenn alles gut geht. Ich weiß es nämlich nicht, ob wir es hinbekommen. Für mich ist es das erste Mal, dass ich für mehrere Tage an Bord von so einem Segelschiff bin und ich will es lernen. Ich will nicht nur Urlaub auf der faulen Haut machen. Wie lebt es sich an Bord mit Menschen, die man nicht kennt? Wie klappt das in der Bordküche? Und hält mein Magen das aus? Ich kann mal so sagen, aber wissen Sie was, wir fangen vorne an. Also, erstmal einchecken auf unserem Schiff, der Ita. Ist Arnold? Ja. Super, ich bin Michael. Bist du der Michael? Hallo. Hi. Grüß euch. Hi, ich bin Michael. Wer von euch kann segeln? Julia hat schon Erfahrung. Ich bin noch. Für dich ist Premiere? Genau. Ja. Für mich auch. Ich war immer nur so für einen halben Tag mal auf dem Schiff gewesen. Ja, immerhin etwas. Cool, ich freue mich drauf. Also, hier die beiden für mich. Das ist die Julia und Patrick. Eine kleine Kabine ist hier vorne. Ja, das ist ja richtig groß hier. Ist auch 50 Fuß. Sind auch 50 Fuß. Okay, das ist dann klein. Achtung! Super. Ja, oh, guck mal, mit Luke oben raus hier. Ja, für die Luft. So, wir wollen jetzt also hier eine Woche lang segeln. Segeln ist eine tolle Freizeitgestaltung und toller Sport, birgt aber so einige Gefahren in sich. Ihr habt gesehen, in euren Kabinen, in den Schränken sind Rettungswesten und da sind auch sogenannte Lifebelts. Okay. Einmal hier den Arm. Ja, so wie Rucksack praktisch. Ja, quasi so. Kommt das hier. Dann kann ich mich mit dem einen Haken dann halt einpicken. Und das ist der Notkanal. Das ist der allgemeine Not- und Anrufkanal. Ich sage dreimal Mayday, Mayday, Mayday. Das Bier ist alle. Das ist auch eine Mayday. Sollten wir das Schiff verlassen müssen, weil es sinkt, dann wird diese EPIRB, dieses Handfunkgerät, mitgenommen und sendet unsere Position und unsere Kennung. Die wissen sofort, dass es um die Ita geht, die da gesunken ist. Und die wissen genau, wo wir uns befinden. Hier hinten, Arnold? Skipper Arnold bietet Turns für Gruppen, Paare und für zusammengewürfelte Crews wie Julia, Patrick und mich an. Beim Mitsegeln ist voller Einsatz gefragt, auch von Anfängern wie mir. Ich muss zugeben, ich muss mir da ziemlich viel merken. Vielleicht können wir es uns aufteilen irgendwie oder das ist sowas. ziemlich viel, ja. Wie ist für dich? Ja, schon, ja. Aber ich denke, ja, wenn man dann ein paar Tage hier auf dem Schiff ist und dann kriegt man ein bisschen Routine mit dem, was muss man alles machen, wenn das Schiff ablegt. Ne? Bisher hört sich nur nach Gefahren an. Nicht nach Spaß, ehrlich gesagt. Aber wo bist du schon? Bist du schon mal irgendwo gefahren? Also, Ostsee bisher, ja genau. Gab es Probleme bisher schon mal? Nein, nein, zum Glück nicht. Arne, du hast gerade eben, du erzählst so viel von Problemen. Wie häufig kommen denn Probleme vor? Nie. Sehr gut, aber du willst gewappnet sein einfach, ne? Das ist einfach Nein, das ist ja, wir hoffen, dass wir diese Sachen nie gebrauchen, aber wir sollten wissen, dass wir sie haben und wie die zu benutzen sind. Gut. Aber wirklich in der Hoffnung, dass es nie in Einsatz kommt. Im Morgengrauen geht's los. Wir verlassen den Hafen von Olbia auf Sardinien für unseren 6-tägigen Segelturn. Perché nascosto sono stato quasi sempre tra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. Richtung Stärke. Richtung Süd. In un secondo penso a chi mi è stato Südwest. accanto. Stärke. Il pensiero Stärke lontano, 2. ma nello stesso momento tu sul tappeto volante, tra chi vince e chi perde e chi non se la sente. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso.
schon als Kind gesegelt oder wann hast du angefangen? Ja, sozusagen. Ich habe so Bilder, da bin ich, glaube ich, 3, da habe ich eine Pinne in der Hand. Mein Vater war in so einem Segelclub. Ich komme ja ursprünglich aus Oberschlesien, das heißt auch weit weg vom Meer, aber so einen Stausee gab es da bei uns in der Ecke und dann so einen Segelverein, in dem mein Vater drin war. Und da haben wir immer jeden Sommer da auf dem See verbracht. Dieser Berg da nennt man das kleinste Königreich der Welt, weil da hat sich irgendwann, keine Ahnung, 1700 Quark oder irgendwann, ein Korse da niedergelassen. Und der damalige sardische König ist irgendwann mal auf die Insel gegangen zum Ziegenjagd und da wurde von dem Sohn des Korsen mit den Worten begrüßt: Der König von Tavolara begrüßt den König von Sardinien. Und der sardische König, offensichtlich ein humorvoller Mensch, hat gesagt, auch wenn das so ist, dann ist er sein Königreich. Ne? Ja, ist schon ein geiler Berg, oder? Es ist schön, wie die Sonne jetzt drüber scheint. Ne? Sensationell. Jetzt haben wir dann eine schöne Aussicht dann auch, denke ich. Ja. Ci piace quando tutti gli altri corrono e noi ci nascondiamo qui nell'angolo di questo posto che sembra fantastico, di questo cielo che poi non è il massimo. Di notte siamo sullo stesso battito, se piove ti fai prendere dal panico, se Giove fossi stato più romantico, con gli occhi più profondi dell'Atlantico. Mi dici che mi ami e non me lo vuoi dire. Milano senza mare. Wie macht ihr normalerweise Urlaub? Also habt ihr so einen Favorite-Urlaub, den ihr am liebsten macht? Weil ich habe letztes Jahr meinen Chefkoch gemacht und hatte eigentlich gar keinen Urlaub, weil ich nebenbei halt noch 100% die Schule gemacht habe und 100% gearbeitet. Und deswegen haben wir eigentlich nur gechillt. Aber Und ihr arbeitet im Hotel, ne? Also Genau, du als Koch? Ja. Und bist du im gleichen Hotel, Julia? Ja, genau, da haben wir uns kennengelernt auch. Ma che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Mi dici che mi ami e non me lo vuoi dire. Milano senza mare. Wirklich viele Leute treffen wir heute nicht, obwohl Hochsaison ist. Auf der Insel sollen auch nur 15 bis 20 Menschen leben, die alle noch vom König von Tavolara abstammen. Wie geht's weiter heute? Ja, wenn wir aufgegessen haben, wenn wir Lust haben, dann gehen wir nach unten. Kann man noch eine Runde schwimmen. Oh, sehr gerne. Ich habe noch nicht geduscht. Genau. Und dann geht es weiter Richtung Norden, Richtung Maddalena. Und dann gucken wir, dass wir eine schöne Ankerbucht für heute Abend was finden. Super. Hier ist nach so einer heißen Wanderung die perfekte Abkühlung. Besser als jede Dusche und in glasklarem Wasser. Also, ich mache mal einen Versuch, ob man außer mir noch was da unten sieht. Aber meine Beine sehe ich schon mal bis zur Zehenspitze. Und die Temperatur ist perfekt. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja. Schon wieder? Immer aufpassen, dass er hier wieder rumläuft. Ja! Weg, 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 weg. Aber das ist normal, diese Schieflage, oder? Bitte? Das, ja, ist normal. Nein, ist nicht normal, wir müssen retten. Das heißt, Segelfläche verkleinern. Du bleibst ja, auf diesem Kurs. ja. Okay, zurückkommen. Kannst du schon oder wahrscheinlich noch nicht? Noch mehr Steuerbord, noch mehr Steuerbord. Mein Fresse, ey. So gut. Oh, reicht, reicht, reicht. Halt mal hier. Ich übernehme. Ja. Mann, 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 Mann. Das ist schon 5er Wind. Wir müssen ja weiter dicht wollen, dicht wollen. Also dafür, dass auf meiner Wetter-App nur Sonne angekündigt war. Ja, toll, ne? Julia, kannst du auch dichter holen? Und oder du kurbelst und ich führt mit.
damit ihr mal seht, was der Mann hier macht. So sieht es von hinten aus. Geht das mal ein bisschen langsamer da draußen? So, Mannschaft, Rettungswestenpflicht. Ich habe bei Sardinien und Korsika eigentlich an anderen Himmel und an ein bisschen weniger raue See gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch. Echt? Ja. Bist du noch halbwegs entspannt oder machst du nur so? Nein, das ist das Problem. So eine See hat man hier öfter, allerdings bei klarem Himmel. Ja. Und von daher, also es ist noch nichts Schlimmes. Okay. Es sind 5 bis 6 Windstärken. Das ist eigentlich gut handelbar. Wir haben schön gerefft. Aha. Die Segel schön kleine. Wir haben jetzt normale Kränkung. Ist eigentlich. Gibt es einen Moment, Entschuldigung. Gibt's einen Moment, wo du dir Sorgen anfangen machen würdest? Oder woran würde ich es denn erkennen? Bei der Stewardess gucke ich auch immer, wie sie guckt. Also mir haben schon viele Leute gesagt bei meinen Turns, dass sie sich bei mir immer sicher gefühlt haben, weil das sieht man bei mir nicht. Einen guten Skipper, der darf seine Panik nicht zeigen. Das Problem ist, wenn man das weiß, dass das deine Technik ist, ist auch scheiße. Du siehst so sicher aus. Ist das jetzt gut? Ja, das ist gut. Arnold bringt uns Segelnovizen zum Glück sicher in den Hafen von La Maddalena. Sei contenta, anche oggi ho fatto sorgere il sole, ci è voluto un po' convincerlo, vedi, ho dovuto raccontargli di... Ich bin gerade ganz froh, auch mal alleine unterwegs zu sein. Wenn man die ganze Zeit so auf engem Raum zusammen ist, brauche ich zumindest das schon mal. Und ich habe das Gefühl, dass Julia und Patrick auch nicht unfroh sind, weil die haben gesagt, geh du mal. Wollen vielleicht immer ein bisschen alleine sein, kuscheln, was auch immer. Es sei ihnen gegönnt. Oh komm, wir gehen hier hoch, weil ich bin ja grundsätzlich schon mal ganz froh, dass es hier in den Gässchen schattig ist. Aber noch lieber mag ich es, wenn es nicht die erste Reihe ist. Komm, wir gehen mal gucken. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen, aber irgendwo wird es uns hinführen. Wir sind übrigens auf einem Archipel mit insgesamt 7 Inseln. La Maddalena ist davon die größte und gleichzeitig die Hauptstadt. Das ist das Schöne, ne? An so einer Segeltour über 2 Länder. Du hast auch gleich 2 kulinarische Einflüsse. Italien mit Limoncello und Espresso. Ich bin drauf gespannt, was ich in Korsika kriege, in Frankreich. Langes Faulenzen an Bord war dann doch nicht. Für die Crew ist immer was zu tun. Das ist safe sauberer als vorher. Das war auch gerade ein absolutes Highlight der Reise. Ich habe geduscht, und zwar im Hafen in La Maddalena, in der Marina. Man kann mal alleine duschen, vor allen Dingen ein bisschen mehr Platz hat man als auf dem Schiff und man ist auch mal in Ruhe. Man kann auch mal in Ruhe übrigens auf die Toilette. Das war auch sehr schön. Dann hier die Dusche, relativ simpel. Münzeinwurf, hier auf dem Campingplatz. Da hat es zusammen 4 € gekostet. Duschen, ja. Toilette, beides zusammen für 4 €. Ich finde, das war es mir wert. Ich bin ein neuer Mensch. So schön. Fast so schnell wie ich gestern mit unserem Segelboot. Wir fahren zu einem besonderen Strand, La Spiaggia Rosa. Es soll angeblich hier im Archipel ein Strand mit rosanem Sand sein. Selbst Arnold war noch nicht da gewesen, weil man darf ansonsten nicht rein, wenn man nicht einen Führer mit dabei hat, weil die Touristen den Sand da geklaut haben und das wollten die nicht mehr. Ich gehe mal gucken.
Mit Laura, einer Umweltexkursionsführerin des Nationalparks. Je nach Sonneneinstrahlung leuchtet der Sand mal mehr, mal weniger rosa. Indeed. Arnold, es ist wirklich pink. Sorry, that is so beautiful. Das ist der Hammer. Direkt vor uns ist der Strand besonders rosa. Diese Seite ist durch den großen Granitfelsen sehr gut vor Wind und Wellen geschützt. Aber das erkläre ich dir noch später. Die rosa Färbung bekommt der Sand durch die Koralle rotes Porenbäumchen. Das ist diese hier. Sie ist ein winziger Mikroorganismus. Du hast einen echten Traumjob. Ja, das schönste Büro der Welt. Jetzt kannst du endlich diesen kleinen Mikroorganismus sehen, über den ich gesprochen habe. Die Koralle lebt in den Seegraswiesen vor der Insel, in den Wurzeln dieser Pflanzen hier. Du kannst sie mit bloßem Auge erkennen. Deswegen ist der Strand rosa hier. Ja. Schön, wieder zu Hause zu sein. Es gibt Spaghetti heute Abend. Spontane Entscheidung anhand dessen, was wir in der Küche gefunden haben. Das war ein toller Tag heute gewesen. Ich vermute, dass die Küche auch anders ist als deine Restaurantküche. Ja, auf jeden Fall. Ich finde den hier total genial. Ja, ich habe festgestellt, jetzt haben wir ihn Aber festgestellt jetzt ist er hier. fest, ja, genau. Du kannst ihn irgendwo hier unten, genau. gesehen, den locker stellst. Ja, irgendwie War das rüberschieben. Hier rüberschieben irgendwie? Also, Ja, genau. Guck mal, da ist er Jetzt ist er frei. Ja. frei schwebend, um auf See mitzuschaukeln hier, damit dir die Zwiebeln hier aus der Pfanne hüpfen. Ja. Fest. Schwierig, die reinzukriegen. So, Tomaten sind fertig. Kann ich hier sonst was tun? Komm, ich zeige euch mal gerade den Kühlschrank. Lass dich nicht stören. Den habe ich auch erst durch Zufall entdeckt. Der ist hier drunter. Und wir haben hier auch wirklich alles in verschiedene Etagen gepackt. Teamwork bekommt bei einem Mitsegelturn noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Auch beim Kochen müssen alle mit ran. Müsli-Schale, finde ich. So, da wäre ich. Hi. Da passt keine zweite mehr drauf, oder? Da ist noch ein Topf. Doch, wir brauchen Nudeltopf, noch einen Nudeltopf. Ja, und großer Nudeltopf kannst du uns schenken, wenn wir uns schenken. Und was auch schon, muss ich sagen, es hat hier jeder immer was zu tun. Also das finde ich eigentlich auch ganz fair geregelt bisher. Also weil ich koche jetzt zum ersten Mal. Ja, aber ich glaube, so funktioniert es am besten. Es ist wirklich eng hier. Ich finde, also es ist wahrscheinlich gibt es viel engere Boote, dann ist auch alles okay. Ja. Aber du hast du läufst barfuß hier durch. Es sind ja auch Gerüche an Bord von so einem Schiff oder sowas. Wie bitte? Nee, die haben Spaß da draußen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich meine, wir sind ja schon ein bisschen zusammengewürfelt, aber trotzdem finde ich, ist es eine sehr schöne Truppe. Das finde ich auch. Und wenn man Interesse daran hat, neue Leute kennenzulernen, ist es auf jeden Fall cool, sowas zu buchen. Aber auch wenn man mit Freunden sowas machen will und sich gut kennt, ist es mega cool. Dankeschön. Bei unserem Turn liegt der Kojenpreis übrigens bei knapp 600 € für eine Woche. Die Verpflegung, Hafengebühren, An- und Abreise kommen noch dazu. So, und damit heißt es Arrivederci Italien. Das war's. Für einen Tag, ja. Wir fahren jetzt heute nach Bonifacio. Oder wir fahren die Richtung und hoffen, dass wir auch. Weil es ist nicht selbstverständlich. Also diese Straße von Bonifacio, die kann doch mal Spaß machen jetzt, oder? Spaß, ja.
Wir haben heute 5 Windstärken. Es könnte sein, dass in der Straße noch ein bisschen mehr ist. Wir versuchen es. Du entscheidest dann. Und dann entscheiden wir das. Also wir wollen nichts. Sicherheit geht vor. Wie gefällt es euch denn bisher so? Ja, sehr gut. Unbeschreiblich. Ja. Ich finde es gut. Unbeschreiblich positiv, ja. Ich finde es auch total toll. Erlebnisreich, absolut. Juhu! Das, die Berge da hinten, ist das Korsika? Jo. Das, Dieser Lavendelduft. was schätzt du, wie lange wir brauchen? Ja, bei dem Wind, wir müssen kreuzen. Ich hoffe, dass wir so 4 Stunden in 4 Stunden schaffen. Okay. Klar zu Wende. Ja, klar. So. Und Reh. Wenn er sagt über die Fock, dann ziehen. Und über die Fock. Lass mich mal hier dran. Lass mich mal hier dran. Oder warte mal. Ja, sehr schön. Ja, bei euch sieht das alles schon super selbstverständlich aus, ganz ehrlich. Nee, ist wirklich so. Julia, ich kann mir das nicht merken. Ich stelle mich da nicht extra doof dran, aber ich finde das wirklich, dir sieht das aus, als würdest du seit Jahren segeln. Ja, Chef hat Befehl gegeben. Dann mache ich das. Ich finde es wirklich cool. Du musst es machen einfach. Ja, du musst es öfters machen, dann lernst du es schneller. Ja, ja, ist so. Routine. Genial, das sieht Ist perfekt so. aus. Aber Es scheint also offenbar schon möglich zu sein, in ein paar Tagen was zu lernen. Routine ist Routine, aber Noch lange nicht. Nee. ihr habt ein Auge dafür. Das ist schon sehr spektakulär, oder? Diese Felsen da. Und die Stadt, also Bonifacio muss jetzt irgendwo dahinter liegen. Auf der Anfahrt kann nicht mehr allzu lange dauern. War eine super Überfahrt, aber das ist schon ein Highlight hier. Segel einholen, kurz bevor wir die Küste von Korsika erreichen. Bleibt für heute nur noch das Anlegemanöver im Hafen von Bonifacio. An diesem Abend sind wir alle richtig platt. Ein neuer Morgen und Zeit für dieses Highlight auf der Klippe. Bonifacio, die Festungsstadt mit Zitadelle. Gastfreundlich, genießerisch, schwindelerregend, freiheitsliebend. So habe ich die Stadt bei meinem kurzen Rundgang erlebt. Ich müsste eigentlich schon längst wieder auf dem Boot sein. Wir waren hier fertig in der Stadt, habe auch schon was getrunken. Aber diese Aussicht hat uns dann doch noch mal hier reingelockt. Unfassbar. Da sind wir doch gestern unten dran vorbeigefahren. Definitiv ein Geheimtipp hier in Bonifacio, die Aussicht. Und der Frappé ist auch klasse. So, au revoir Frankreich, tschüss Korsika. Wir machen uns wieder auf den Rückweg Richtung Sardinien. Bin mal gespannt, ob wir genauso Wind haben wie gestern in der Straße von Bonifacio. Da ging es ja richtig gut zur Sache.
Hörnchen mitgebracht aus Frankreich. Also kein Croissant, sondern das hier. Bei voller Fahrt gestern auf hoher See, ich auf dem Klo, zack. Und dann bin ich halt bei der Wende. Bei der Wende habe ich halt Bach gemusst, bin ich gegen die Tür im Knau. Das ist übrigens mein neuer Freund. Ich spare jetzt Fitnessstudio. Das macht jeder von uns 30 Mal am Tag mindestens. Hab schon Bizeps. Komm, ich zeige euch mal gerade mein kleines Reich hier. Darf ich? Arnold, ich zeige mal gerade mein Zimmer. Beziehungsweise meine Kajüte hier. Ich habe ein Doppelbettkajüte abgekriegt, darf alleine drin schlafen. Julia und Patrick haben, also ich habe ein Hochbett, die haben ein Doppelbett. So. Und das passiert jeden Abend. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber inzwischen habe ich die Technik raus. So ein bisschen wie im Kapselhotel in Asien. Aber wenn dann das Boot wohlig schaukelt, das ist so schön. Mach zu. Arnold hat uns noch einen letzten Zwischenstopp vorgeschlagen, auf den Ile de la Vessie. Der Archipel liegt 4 Kilometer vor der Küste Bonifatius. Und was uns dort erwartet, ist ein Paradies im Paradies. Langsam aber sicher nähern wir uns wieder der Küste von Sardinien und treffen auf hoher See einen Segelfreund von Arnold und dessen Mitsegler. Ist Grillparty heute Abend? Heute Abend ist Grillparty. Habt ihr auch Fleisch für uns mit? Das gemeinsame Ziel? Die Bucht von Porto Pollo. Wo müssen wir jetzt hin, Arnold? Wie weit ist es noch? Das werden so von hier circa noch 5 bis 6 Meilen. Ma che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? Dici che mi ami? Grillen, feiern und Seemannsgarn spinnen mit anderen Segelurlaubern. Eines habe ich dabei festgestellt. Pärchen, Freunde, Alleinreisende, Könner oder Anfänger. Es sind sehr unterschiedliche Wesen, die sich für einen solchen Mitsegeltrip begeistern. Senza amore, quanto cosa fa? Siamo rimasti solo noi, solo la fine, solo le frane, solo le righe. Gut doch. Wir sind gerade ein bisschen wehmütig, weil es geht eine total intensive Reise zu Ende. Also ehrlich gesagt, was das Seglerische anbelangt, eine echte Herausforderung, zumindest für mich. Ich habe bei Patrick und Julia festgestellt, die gehen da total drin auf. Die sehen sehr, sehr talentiert dabei aus. Ich kann mir keinen Knoten merken, ganz ehrlich. Ich habe mich nicht extra doof dran gestellt. Also Segeln wird zumindest nicht mein Ding werden. Aber Patrick, du bist angefixt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du würdest es noch mal machen? Ja, jederzeit. Also bei mir ist vor allen Dingen eines hängen geblieben. Diese großartigen Ziele, die wir angelaufen sind. Ich will unbedingt noch mal nach Korsika. Ich fand Bonifacio großartig. Was war euer Lieblingsziel gewesen? Was fand ihr am schönsten? Bonifacio. Ja, Bonifacio Ja, ihr auch. auch? Ja. Und ansonsten, wisst ihr, was mir am allerbesten gefallen hat? Ich fand wirklich am allerschönsten die Toilette in La Maddalena. Ich will nach Hause auf mein eigenes Klo. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Ahoi. Dici che mi ami e non me lo vuoi dire. Milano senza amore, quanto cosa fa? Siamo rimasti solo noi, solo la fine, solo le frane, solo le righe.